Gab ja immer sogar die Theorie, die Plandiskussion in den Betrieben wird ganz entscheidend von den Gewerkschaften beeinflusst oder sogar organisiert von den Gewerkschaften. Also die Gewerkschaften diskutieren mit den Arbeitern an den Werkbänken, an den Maschinen über die Erfüllung der Aufgaben. Das war schon ein Prozess. Aber die Gewerkschaft in den Betrieben hatte viel weitergehende Aufgaben im Betrieb. Die Gewerkschaft musste oder hat sich vor allen Dingen darum gekümmert, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen im Betrieb im Prinzip ständig verbessert wurden. Also ich sage mal, die Gewerkschaft hat sich darum gekümmert, dass es ein ordentliches Betriebsessen gegeben hat, dass das Betriebsessen billig war, dass der Betrieb bezahlen musste, faktisch die Differenz zwischen dem, was der Mann, die 80 Pfennig für das Betriebsessen und dem, was es kostet. Die Gewerkschaft hat sich darum gekümmert, dass es Kindergärten und Kinderkrippen gibt, entweder in der Kommune oder im Betrieb selbst, damit die Frauen arbeiten können. Die Gewerkschaft hat sich gekümmert um die gesundheitliche Betreuung, dass entweder die Stadt eine Poliklinik betreibt oder dass viele große Kombinate haben eigene Polikliniken, Ärztstationen und Ähnliches gehabt. Die Gewerkschaft hat sich gekümmert, das war sogar eines ihrer Hauptmetiers, um die Feriengestaltung, Ferienplätze. Die Gewerkschaft hat eigene Ferienheime betrieben und den Betrieben dann gesagt, du kannst in den so und so viele Ferienplätze kriegst du in dem und dem Objekt. Und der Gewerkschaftsvertrauensmann hat dann entscheiden müssen, Meier, Schulz und du kannst nach Dierhagen fahren. Die zweite Seite der Feriengestaltung, betriebliches Ferienwesen. Da die gewerkschaftlichen Ferienplätze in der Regel nicht ausreichten, hat die Gewerkschaft in Übereinstimmung mit der Betriebsleitung gesagt, wir müssen uns selber um das Ferienwesen kümmern. Hat man also Betriebsferienheime. Es hat meines Wissens, also es hat kein Kombinat gegeben, die nicht mehrere Ferienheime hatten und ich glaube auch kaum einen Betrieb, also ein größerer Betrieb, die nicht eigene Ferienheime hatten. Und das war alles im Prinzip Aufgabe der Gewerkschaft. Und am Ende wurde mit dem Plan wurde dann, wenn ich mich recht entsinne, auch der Betriebskollektivvertrag abgeschlossen. Also eine Vereinbarung zwischen Betriebsleitung und Gewerkschaftsleitung, wo alle diese Punkte, sowohl die Mitwirkung bei der Erreichung der Produktionsziele, aber dieser Riesenkomplex an Aufgaben der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen festgelegt waren. Wo also ganz konkret gesagt wurde, für das Betriebsessen hat der Betrieb so und so viel Mark aus seinem Gewinn bereitzustellen. In Dierhagen ist ein Ferienobjekt, um so und so viele Plätze zu erweitern, zu Kostenlasten des Betriebes und so weiter. Also insofern hat die Gewerkschaft schon eine Rolle gespielt. Und muss ich auch noch ergänzen, die Gewerkschaft haben auch sehr kritisch das war auch ihr Auftrag, darauf geachtet, dass eben körperlich schwere Arbeit beseitigt wird, dass Unfallquellen beseitigt werden und so weiter. Und es hat aber natürlich auch Überziehungen gegeben. Ich kann mich lebhaft erinnern, noch 1989 war ich beim Generaldirektor Textima. Textilmaschinen war eines der renommiertesten Kombinate, hatte auch riesen Exportanteile. Und da sind wir durch den Betrieb gegangen, der war ziemlich leer und da erklärte er mir, also früher war es so, wenn ein Arbeiter zu spät kam, da hat er sich so gedrückt, damit der Meister das nicht sieht und der Meister ihn nicht kritisiert. Er sagte, heute ist so, wenn ein Arbeiter zu spät kommt, da duckt sich der Meister weg, damit er sich nicht mit den Arbeiter auseinandersetzen muss. Denn wenn er das macht, geht der Arbeiter zur Gewerkschaft und dann kriegt der Meister höllisch in den Tropf, dass er doch einsehen müsste, dass er zu spät kommen musste, weil ja die Straßenbahn nicht gefahren ist pünktlich. Also insofern haben wir auch ein paar überzogene Dinge schon gehabt. Und je älter die DDR wurde, desto mehr hat sich das meines Erachtens auch zugespitzt, dass es also dann doch Probleme in der Disziplin, der Auslastung, der Arbeitszeit und schon gegeben hat. Ja, aber wie gesagt, auch das in Nebenprodukt, aber die Rolle der Gewerkschaft in den Betrieben war außerordentlich stark und hat auch eine große Bedeutung gehabt. Bei uns war die Gewerkschaft im Betrieb, das ist sie ja im Kapitalismus nicht. Die ist ja nicht direkt im Betrieb, da ist ja der Betriebsrat, der zwar, aber bei uns war eben die Gewerkschaft, wir hatten eine zentrale Gewerkschaftsleitung, wir hatten in den Bezirken
war die Gewerkschaft und die hatten dann ihre eigene Truppen im Betrieb. In den Betrieb war der Gewerkschaftsmann oder sogar zwei, drei waren hauptamtliche Gewerkschaftsleute, wurden oft von der Gewerkschaft meines Wissens bezahlt, aber sie spielten eben eine Rolle im Betrieb. Sie hatten also diese Aufgaben mit der Betriebsleitung eben zu streiten, die Arbeits- und Lebensbedingungen, und sie hatten die Aufgabe mit den Gewerkschaftsmitgliedern, alle waren ja in der Gewerkschaft, soweit ich das weiß, oder fast alle, mit den Leuten zu reden, also pass auf, du musst ja die 3 Wellen mehr drehen im nächsten Jahr, was können wir machen, damit du die 3 Wellen schaffst. Also sie hatte faktisch diese Doppelaufgabe, Produktion unterstützen, Steigerung, Leistungssteigerung und natürlich die Arbeits- und Lebensbedingungen, sehr komplex zu entwickeln.